In diesem Märklin-Erklärvideo zeigen wir Ihnen die realistische Steuerung einer Dampflokomotive mit der Central Station als Fahrsimulator, bei der Sie alles im Blick behalten müssen. Vom Druck im Kessel bis hin zur verbrauchten Menge an Wasser und Kohle. Als erstes schalten wir mal den Modus mit Verbrauch an. Klicken Sie dazu auf Loks bearbeiten und danach auf Ihre Dampflokomotive. Im mittleren Reiter Einrichten finden Sie den Spielmodus. Dort wählen Sie statt ohne Verbrauch nun mit Verbrauch und bestätigen das mit OK. Ab jetzt verbraucht Ihre Lok während der Fahrt Wasser, Kohle und Sand und Sie müssen auf den Verbrauch achten. Unter der Geschwindigkeitsanzeige finden Sie ein neues Symbol, das Symbol für die Betriebsmittel. Hier sehen Sie, wie viel Wasser die Lok noch im Tank hat und wie viel Kohle, Öl oder Sand noch geladen sind. Der Rest der Bedienung bleibt in diesem Spielmodus wie bisher. Licht und Sound einschalten und losfahren. Während der Fahrt verbraucht die Dampflok allerdings jetzt die Betriebsmittel. Der Wassertank wird leerer, die Kohle geht zur Neige und beim häufigen Anfahren und Bremsen wird auch der Sand knapp. Je länger Sie mit der Lok unterwegs sind, desto deutlicher sehen Sie das auf den Armaturen für den Verbrauch. Wenn die Betriebsmittel verbraucht sind, schleicht die Lok nur noch auf Kriechfahrt vor sich hin. Jetzt wird es Zeit zum Nachtanken. Mit einem Drücken auf das Symbol mit der Zapfsäule können Sie nachtanken und nachladen. Danach kann die Lok wieder in voller Fahrt auf der Anlage sausen. Noch vorbildgerechter wird das mit dem Fahrsimulator in der Central Station. Zum Lokführer werden Sie dann, wenn Sie das Fenster ganz aufschieben. Hier finden Sie nun den Dampfregler, quasi als Hauptschalter der Dampflok. Die Anzeige für den Kesseldruck, den Hahn, um den Kessel mit Wasser zu füllen, darunter den Hahn, um das Wasser wieder aus dem Kessel abzulassen. Die Feuerbüchse zum Einheizen des Kessels, den Regler zum Einstellen des Dampfdrucks an den Zylindern und die Umsteuerung, mit der Sie die Fahrtrichtung und die Zylinderfüllung einstellen. Und zuletzt noch die Bremse. So, dann geht's los. Dampfregler aufdrehen. Wasser in den Kessel laufen lassen. In der Feuerbüchse einschüren und den Kessel heizen. Links oben auf den Druck achten und den Wasserzulauf regeln. Den Dampfdruck der Zylinder regeln zum Losfahren auf die mittlere Stellung und jetzt rechts mit der Umsteuerung die Fahrtrichtung nach vorne aufdrehen. Wenn der Druck im Kessel stimmt, fährt die Lok langsam los. Bei der Dampflok müssen Sie während der Fahrt besonders aufpassen. Stimmt der Druck im Kessel? Ist zu viel oder zu wenig Wasser im Kessel? Müssen Sie nochmal einheizen? Und ab und zu müssen Sie aus dem Fenster der Lok schauen. Dort erscheinen die Zapfsäulensymbole für das nächste Betriebswerk. Wenn Sie da draufdrücken, hält die Lok kurz danach an. Sobald die Lok steht, können Sie nun nochmal draufdrücken. In unserem Beispiel wird jetzt Wasser gebunkert. Wenn der Tank wieder voll ist, drücken Sie nochmal auf das Symbol und dann kann die Fahrt wieder losgehen. Regler für den Zylinderdruck wieder auf die Mittelstellung und die Umsteuerung wieder aufdrehen, dann fährt die Lok weiter. Mit ein bisschen Übung werden Sie so zum perfekten Dampflokomotivführer. Viel Spaß beim Nachmachen und den weiteren Erklärvideos in der Playlist.